Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Beim Dehnen singe ich Balladen. Geschichten und Glossen ist eine ebenso unterhaltsame wie kluge Sammlung von Texten des bekannten deutschen Entertainers, Autors und Komikers Jürgen von der Lippe. Mit seinem feinen Gespür für Sprache und situationskomischer Brillanz gelingt es von der Lippe, den Alltag, zwischenmenschliche Beziehungen und die skurrilen Absurditäten unserer Zeit aus einer einzigartigen Perspektive zu beleuchten. Die Geschichten und Glossen in diesem Buch sind eine Mischung aus bissigem Humor, Ironie und augenzwinkernder Selbstironie, die Leser nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Staunen und Nachdenken bringen. Von den Eigentümlichkeiten beim Besuch im Fitnessstudio über den ganz normalen Wahnsinn des Familienlebens bis hin zu linguistischen Kuriositäten reichen die Themen, die von der Lippe literarisch gekonnt inszeniert. Wer Freude an intelligenter Unterhaltung hat, wird sich in diesem Buch bestens wiederfinden. Mit viel Liebe zum Detail und einer Liebe für das Absurde des Alltags komprimiert der Autor in jeder Geschichte ganze Welten aus Situationskunst, Beobachtungsgabe und Lebensklugheit. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Alltagsbeobachtungen mit Humor. Ein zentrales Thema des Buches ist die humorvolle Beobachtung des Alltags. Jürgen von der Lippe nimmt scheinbar belanglose Situationen, das Dehnen im Fitnessstudio, das Schlangestehen im Supermarkt oder peinliche Begegnungen mit Nachbarn, und verwandelt sie durch seine pointierte Sprache in kleine komödiantische Meisterwerke. Der Autor versteht es, das Besondere im Alltäglichen aufzuspüren und die darin verborgenen komischen Elemente in den Vordergrund zu stellen. Leser erkennen sich oft in den beschriebenen Situationen wieder und können so nicht nur herzhaft lachen, sondern werfen zugleich einen neuen Blick auf die Skurrilitäten ihres eigenen Lebens. Von der Lippes Geschichten machen deutlich, wie viel Witz und Lebensfreude im scheinbar Gewöhnlichen steckt. Vorausgesetzt, man betrachtet das Leben mit neugierigen und offenen Augen. Zweitens: Zwischenmenschliche Beziehungen. Ein weiteres zentrales Element des Buches bilden die vielfältigen zwischenmenschlichen Beziehungen. Von der Lippe nimmt sich humorvoll dem Miteinander in Partnerschaften, Familien oder Freundeskreisen an. Mit feiner Ironie schildert er die Missverständnisse und kleinen Katastrophen, die zwischen Menschen unweigerlich passieren. Dabei bleibt er stets menschlich und warmherzig, zieht keine einzelnen Charaktere ins Lächerliche, sondern beleuchtet liebenswert die Fehler und Unzulänglichkeiten seiner Figuren. Besonders gelungen ist, wie der Autor das Vertraute und das Überraschende in alltäglichen Interaktionen herausstellt, etwa beim Streit um die Fernbedienung oder bei seltsamen Dialogen am Frühstückstisch. Die Geschichten bieten eine humorvolle Reflexion über das Zusammenleben und die Herausforderungen des Alltags, immer mit einer Prise Charme und einem funkelnden Augenzwinkern. Drittens: Sprachwitz und Wortspiele. Jürgen von der Lippe ist bekannt als Meister des Sprachwitzes. Und auch in diesem Buch zeigt er seine Liebe für das Spiel mit Worten in höchster Vollendung. Die Geschichten und Glossen sind gespickt mit intelligenten Wortspielen, Doppeldeutigkeiten und kreativen Neuschöpfungen. Der Autor nutzt Sprache nicht nur als Mittel zur Verständigung, sondern als Quelle unendlicher Komik. Oft entsteht der Humor gerade daraus, wie er Erwartungen bricht oder ungewöhnliche Sprachbilder kreiert. Stilistisch lebt das Buch von der Vielfalt der Ausdrucksweisen. Von dialogischen Szenen über pointierte Monologe bis zu kurzen, prägnanten Glossen. Gerade Liebhaber der deutschen Sprache und humorvoller Literatur finden hier reichlich Inspiration und Freude an der Kunst des gekonnten Ausdrucks. Viertens: Bissige Satire und Gesellschaftskritik. Neben den alltäglichen Beobachtungen bietet das Buch immer wieder auch Raum für gesellschaftskritische Töne und satirische Betrachtungen. Von der Lippe nimmt gesellschaftliche Trends, Konsumgewohnheiten oder mediale Entwicklungen ins Visier, ohne dabei belehrend zu wirken. Vielmehr arbeitet er mit feiner Ironie und intelligentem Witz heraus, wie widersprüchlich und absurd der moderne Alltag oft ist. Ob es um Fitnesswahn, Technik-Overload oder Beziehungsratgeber im Fernsehen geht, der Autor legt humorvoll den Finger in die Wunde und entlarvt gesellschaftliche Phänomene als das, was sie manchmal sind: urkomisch und tragikomisch zugleich.
Diese satirischen Einschübe regen Leser nicht nur zum Schmunzeln, sondern auch zum kritischen Nachdenken an. Schließlich Selbstironie und augenzwinkernde Lebensklugheit. Ein wichtiger Bestandteil des Humors von Jürgen von der Lippe ist seine selbstironische Grundhaltung. Anstatt sich über andere zu stellen, nimmt er gerne eigene Schwächen und Missgeschicke aufs Korn. Gerade diese Ehrlichkeit und transparente Selbstreflexion machen seine Geschichten so sympathisch. In seinen Erzählungen finden sich viele Momente, in denen der Autor alltägliche Scheiternsituationen beschreibt, die jeder kennt. Dadurch wirken die Pointen nie böse oder verletzend, sondern laden zur Identifikation und zum gemeinsamen Schmunzeln ein. Neben dem Humor vermittelt von der Lippe dabei auch eine Menge Lebensklugheit, etwa wie man mit Gelassenheit und Humor kleine Katastrophen des Alltags meistert. Die Kombination aus Selbstironie und Menschenfreundlichkeit macht das Buch zu einem wahren Lesegenuss. Zusammenfassend: Beim Dehnen singe ich: Balladen ist ein Buch für alle, die den Humor im täglichen Leben nicht aus den Augen verlieren möchten und Freude an klugen, überraschenden Geschichten haben. Besonders geeignet ist das Buch für Menschen, die Lust auf leichte, aber nie belanglose Lektüre haben. Ob als kleine Aufheiterung zwischendurch oder als stimmungsvolles Geschenk für Freunde des feinsinnigen Humors. Jürgen von der Lippes Texte sind so vielseitig wie alltagsnah. Sie laden zum Lachen, Schmunzeln und zum Innehalten ein. Das Buch bietet einen frischen Blickwinkel auf die Absurditäten unseres Lebens und fördert ein entspanntes, wohlwollendes Miteinander. Wer schon immer fasziniert war vom Spiel mit der deutschen Sprache sowie von der Beobachtungsgabe eines echten Humoristen, wird dieses Buch lieben. Schließlich hebt sich von der Lippes Werk durch seinen intelligenten, niemals verletzenden Witz deutlich von anderen humoristischen Büchern ab. Während viele Werke auf zotigen Humor oder platte Gags setzen, überzeugt. Beim Dehnen singe ich Balladen mit Charme, Niveau und einer Liebe zum Detail, die seinesgleichen sucht. Die Investition in dieses Buch lohnt sich, da es nicht nur unterhält, sondern auch einen neuen Blick auf die Welt und das eigene Leben schenkt. Wenn Sie unterstützen möchten Jürgen von der Lippe, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.